Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. Ja, wir sind gerade auf der Suche nach den lilanen Sternen. Einfach, weil wir möglichst viel Iris-Steine finden müssen. Und jetzt sind wir gerade hier dem falschen Hirten auf der Spur. In den letzten Tagen gab es eine regelrechte Flut von Morden und die Verwandten sind in heller Aufruhr. Alle Opfer waren arme Menschen und das Land muss sich einer Periode der Instabilität stellen. Das werden die Lotte einfach nicht mitmachen. Sie wissen, dass alle Morde nach Einbruch der Dunkelheit verübt wurden, aber sonst gibt es keinen Anhaltspunkt. Ich würde nachts nicht mehr rausgehen. Man weiß einfach nicht, was passieren wird, weißt du? Okay, strange. Irgendwas passiert hier. What is the night squad thinking? 10 people have been killed already, and they haven't a single clue. Please calm yourselves. We are doing our best to find the culprit. But that means nothing if you can't catch him. There's a murderer on the loose. I understand your concern, but please believe us. I swear on my honor to find the culprit. Huh. Rumor has it you have your eyes on a different kind of honor. Isn't that right, Captain? Starting to butt into politics more, aren't you? So that's what this is about. Of course, political power is more important to you than citizens' lives. No, I would never do such a thing. Everyone, the affair with Cardinal Fortin is still under investigation, and the knights are shorthanded as a consequence. These knights are only human too. Please, don't judge them so harshly. Ja, die sind ein bisschen sauer, ne? Aber ich meine, wenn die Morde da passiert sind. Humans are weak, and we must all acknowledge that. Evil lies in the people's hearts, especially those who allow themselves to fall to their own arrogance. Indeed. We are weak creatures, but that is all the more reason for me to work harder. As expected of Captain Sergei, salvation shall come your way when you are in need. Okay, wir müssen halt wirklich rausfinden, was da für Morde passiert I do sind. apologize, but such is the situation. I must go join the search squad. Jetzt haut er einfach ab, oder was? I wonder, could Hellions be behind all these murders? Let's check it out. Sehen wir uns das mal an. Das Ding ist, findet hier überhaupt irgendwas anderes statt, außer bei Hellions? Durch Hellions? Meistens sind doch Hellions schuld. Egal was passiert, Hellions sind schuld. Ist doch immer so, oder? So, gucken wir mal kurz. Also, hier vorne gibt's erstmal eine Info. Naja, wir wissen, dass die Diebstähle immer nachts passieren. Was ich jedoch nicht verstehe, ist, wieso sie immer noch keinen einzigen Hinweis gefunden haben. Okay. Something just doesn't feel right. What is it? How should I know? It's just a gut feeling. Däh. Dann werden wir uns mal ins Gasthaus begeben und auf die Nacht warten. Und dann mal gucken, was passiert. I just noticed whenever Micha gets angry, it always has something to do with Sorey. What? That's not true. Then what's with that response? Come on, you guys are family. So. Ich habe gerade die Errungenschaft Gasthaus-Tour freigeschaltet. So, ich hoffe, es ist Nacht. This gives me the creeps. It's like something's going to pop out. Did I scare you? No. I just have a bad feeling is all. Schauen wir einfach mal, was hier so passiert nachts. Und durchsuchen erstmal alles. So, hier ist nichts. Wir laufen Patrouille. Nicht, dass wir jetzt gleich angefeindet werden. Der ist schuld. Der mit dem Frosch auf dem Kopf. Der sieht böse aus. So in etwa. Kein normaler Mensch hat einen Frosch auf dem Kopf. Ah, da vorne, vor dem Turm.
So, wollen wir hinlaufen, ne? Sorey, over there. Was ist hier passiert? Okay, ich geh rein. Pass mal auf, wenn das der Kardinal ist, der ihn gerade in Schutz genommen hat. Oder der Geistliche. The killer? Why did he go into the church? Lauf, Forrest, lauf! Wir müssen ihn kriegen. Das wäre der zweite Kampf in der Kirche hier. Und nicht, dass er unten in den Katakomben drin ist. Da ist er! Der böse Mann! Ich wollte noch speichern gehen, aber ist egal. Are they dead? This is not death, but salvation, good Seraph. I have purified the evil. He heard my voice? Why so surprised? You were the one who showed me the way in my dreams, time and time What? again. That the world's salvation was my sworn duty. You call this salvation? This is massacre! The blame rests on them. They could not admit their own weakness. Instead, they would blame their own country, the knights, even the church for their own blasted misfortune. Such disgusting vermin. What would you call their illness, if not malevolence? Are you serious? Was ist das für ein Typ, ey? I assure you. This world is so hopelessly smitten with malevolence. If I do not dispose of the evil ones, there can be no future. It may seem cruel, I know, but it must be done. That is my sworn duty. Lila, is he? No, he's not a Hellion. Der ist einfach nur crazy, der Typ. Father Amathor, you are under arrest for mass murder. You assume I can be bound with Vielleicht lässt er ja einen Irisstein fallen. How foolish. But then again, who could blame you? I am all too aware that your brother was killed by Cardinal Fortin in an attempt to fight her. He must have been but a weakling who could do nothing but blame his misfortunes. Wie kacke ist er bitte? And oh, you poor soul, who's been working so hard to atone for his sins. Your heart is truly worthy of salvation. How dare you! Enough, Sorey. What he says isn't far from the truth. Of course it isn't. Please, confide in me what troubles you. After all, it is my duty to save lost lambs like yourself. Sorey, Seraphim, I beg of you, please, don't abandon us humans. Der Frosch, ey, auf seinem Kopf. Der gibt der ganzen Situation immer so ein Extra. Ah, da ist ein Irisstein, wer hätt's gedacht? Yeah! Violetter Irisstein, do! Die alten Hirten ziehen in die Schlacht. Mit Hilfe der Macht des ich kann den Namen immer nicht aussprechen. Martellus können sie die Hellion-Armee besiegen. Wie viele Hirten da sind. Wie viele Hellions da sind. Wow, I never knew there were once so many shepherds, all using their purification powers on Hellions. So the question is, why and how did they disappear? What do you think? If the existence of so many shepherds depended on Maltellus, then when Maltellus disappeared, so did all of them. Isn't it too early to jump to conclusions? Well, what other possibilities are there? Maybe humans abandon their faith in Seraphim to the extent that shepherds just cease to exist. Who knows? Maybe a monster crawled out of the ground and gobbled them all up. Maybe only people like Sorey can be shepherds, and there's just fewer nice guys in the world these days. Huh. So there's plenty of other possibilities. I guess that means we have to keep collecting information. Yes, if you do that, you will surely arrive at your answer. Weißt du, sie können es uns einfach sagen. Es wäre so einfach.
Aber nein, wir müssen das natürlich alles selber rausfinden, weil sie nicht darüber reden kann. Ist jetzt nicht möglich. Was? Warum ist das jetzt nicht möglich? Muss ich raus oder was? Ah. I prepared the bottles. Wartet der Lynchmob draußen auf mich oder was? Immerhin haben wir einen weiteren Irisstein und es scheint ja so zu sein, dass es wirklich so ist, wie ich gedacht habe. Dass diese Sterne bedeuten, hier gibt's noch was. Didn't that priest refer to killing as purifying? Guess he's dedicated to his cause. He really believes he's saving the world. And that's exactly why he had neither built up malevolence nor became a Hellion. That's more disturbing than anything. Es gibt halt crazy Menschen, ne? So distorted. Didn't he say that a seraph showed him the way in his dreams? That's probably what caused this. Something so formless. Something formless. Like an illusion? Maybe Misty is behind all this. Even if Simone did have a hand in it, that's not enough to make him atone for what he's done. No matter what the reason, killing is a sin. For him to be able to kill without even realizing that means he's just like a monster. Weak ones, crazy ones, strong ones. There's all kinds of types out there. Yes, but there are people like Sergei as well. Yeah, I know. Ja, Sergei setzt sich ein für uns und für das, woran er glaubt. So, jetzt müssten wir aber in Pendrago die Quest erledigt haben. Glaube ich zumindest. Gucken wir mal, ob der Stern weg ist. Das tät mich interessieren. Und wenn ja, dann... Hier vorne ist noch irgendwie so ein Hinweis. Wobei, den haben wir schon. So, lasst uns mal gucken. Erstmal speichern. Ja, genau. Reise zum Speicherpunkt. Ja, es ist weg. Das heißt, wir können uns jetzt aufmachen nach Lestenbell, denn da gibt es scheinbar noch was. Auf! So, dann gucken wir mal, wo. Warum sehe ich das auf der Map nicht, aber auf der? Dann müssen wir auf jeden Fall hier rüber. Oh, da war auch ein Sternchen. Die Armee von Rollins kümmert sich jetzt um diese Banditenkinder, die vom Schlachtfeld geflohene Soldaten angreifen. Sie sollen sogar schon angefangen haben, Kutschen auszurauben. Da geschieht ihnen wohl ganz recht. We should let them know. If the army is after them, they won't stand a chance. That's why I told them to stop. Die Frage ist, warum machen die das? So, da oben haben wir einen Typen. The Valkyrie, Maltran. What? What? You know about Maltran? Even if I told you, you wouldn't believe me. My name's Sorey. He's the shepherd. The shepherd? Truly, I do feel something special about you. I believe this man possesses some resonance, however slight it may be. But shepherd or no one has yet to believe a word I say. Erzähl mal ruhig. It hurts when people don't believe you. I understand how that feels. But I found people who would listen to me and believe in me. And that saved me from the pain. Der Frosch, ey. Word. So please, tell us your story. 10 years ago or so, I served as a Knight of Rollins in a conflict against the Kingdom of Highland. That is where I encountered her, Maltran, famed as the Blue Valkyrie. Before we could even react, in the blink of an eye, that lone woman had wiped out our entire unit. I turned tail and fled. I had no pride. I simply didn't want to die. As my cowardly legs carried me away, I glanced back at her.
But she was being attacked by monsters, great lizards the size of men, wearing the armor of Highland. Hellions! I swear that I saw them. Saw those beasts swarm over her as she fell. And yet, Maltran is still alive. I believe your story. Thank you. You do have the way of the shepherd about you. Show enough. Please take this and continue to care for the people, especially poor lost souls such as me. I will. Thank you. Maltran habe ich total vergessen, muss ich sagen. Rosencorsage? Aha, warum hat er denn Rosencorsage in der Tasche, bitte? Muss ich das wissen? Maltran habe ich tatsächlich komplett vergessen. Die hat uns ja das Schwert geklaut. Krass, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. So, wir gucken nochmal überall durch. Vielleicht reicht das ja auch schon. Wer weiß. Das kann ich nicht aufmachen, habe ich schon alles. Moment, wir gehen mal kurz nochmal zum Speicherpunkt, einfach um zu gucken, ob das jetzt schon die Quest hier war. Vielleicht war es das schon. Ja, das war es schon. Tatsächlich. Also wir werden nachher, glaube ich, noch einiges hier zu tun haben. Hier zum Beispiel ist noch einer. Ja, Wolgranwald nachher noch. Restungsschlucht. Also es gibt auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Aber wir machen uns erstmal auf den Weg nach Darmsee. Klappern erstmal die großen Städte ab, bevor wir dann nachher in die kleinen Örtchen gehen. Und ich hoffe ja tatsächlich, dass wir so... So, Moment, ich muss jetzt erstmal diesen Hut wegmachen, der nervt langsam. Am Anfang war er ganz lustig, aber jetzt ist Herr Frosch nicht mehr so lustig. So. Hier vorne? Ein Geist im verlassenen Dorf. Die Frage ist... Ich weiß, welches Dorf er meint. Werden wir uns gleich machen. Vorher laufe ich nochmal überall durch. Ihr kennt das Spielchen ja. Einfach gucken, ob irgendwer Hinweise hat. Denn eine Quest gibt es hier ja scheinbar noch. Wie schnell man gerade ist. So, hier ist nix. Hier ist nix. Und hier auch nicht. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Warum haben wir den Speicherpunkt eigentlich noch nicht aktiviert hier? Seltsam. Und hier ist eine Truhe. Arkaner Trank. Und da ist auch eine Truhe. Geniestab. Na gut. Gehen wir mal nach ganz hinten. Und dann los. Ja, back doch nicht rum. Er ist zu schnell. Deswegen laufe ich immer überall gegen gerade. So, okay. Hier die Tür können wir rein. Da kommen wir, glaube ich, in den Hinterhof, wenn mich nicht alles täuscht. So, ist hier irgendwas? Alter, ich weiß noch, wie ich neu in der Stadt war und erstmal überwältigt war, dass sie doch relativ groß ist für die Verhältnisse, die ich so gedacht habe. Aber einige Stunden später bin ich immer noch mit dem Spiel beschäftigt und das macht immer noch Spaß und das ist die Hauptsache. So, dann gehen wir einmal hier hoch, einfach nur um zu gucken. So, ja, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Und bevor wir da hinten hingehen, würde ich sagen, ist der Part auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Ciao.